Heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. So, wir sind hier in unserer Futterküche. Die Futterküche haben wir damals geplant mit den Tierpflegern und Architekten zusammen. Und wir haben quasi von Tierpflegerseite einmal die Frage gestellt, was braucht ihr wirklich, was wäre sinnvoll. Und unser Chef hat noch ein paar Sachen als Vorgabe gegeben und dadurch ist insgesamt halt dieses Konzept der neuen Futterküche entstanden. Wir haben eine relativ große Scheibe, durch die die Besucher quasi den Tierpflegern zugucken können beim Futter zubereiten. So als Deko liegen da immer noch so ein paar Gläschen mit unterschiedlichen Futtermitteln. Vorne gibt es auch eine Beschriftung, was diese Gläschen enthalten. So, und von der Arbeitsweise her ist es so, dass wir wie in der normalen Gastronomie auch zwei Bereiche haben. Es gibt einen Schwarzbereich, also der schmutzige Bereich mehr oder weniger. Das heißt, von draußen aus den Gehegen, die Futterschalen werden ja morgens eingesammelt, werden erstmal grob entleert. Dann werden die Futterschalen grundgereinigt oder vorgereinigt. Das heißt, die grobe Verschmutzung wird hier einmal abgespült mit unserer kräftigen Brause. So, und dann kommt eigentlich schon mal ein Kernstück der Küche, das ist nämlich diese Industriespülmaschine, die eine Temperatur von 80 Grad Celsius erreicht. Also die Schalen werden sauber gemacht, kommen dann hier rein und quasi thermisch dann einmal zumindest halbwegs keimfrei gemacht. Danach werden die Futterschalen und das Zubehör abgetrocknet oder sie trocknen von selber ab und werden dann hier in unserem Schranksystem eingeordnet, sodass also der Schmutzbereich schon mal getrennt ist von dem Weißbereich. Ja, hier unten haben wir unterschiedliche Insekten noch. Wir haben Waldschaben, wir haben Heuschrecken, Zophobas Mehlwürmer. Wird einmal in der Woche geliefert, sodass wir ja, eigentlich jederzeit frische, lebende Insekten haben. Die Tierpfleger können sich dann hier in diesem Bereich die gereinigten Schalen halt entnehmen und vorne an der Theke oder an dieser Anrichte dann das Futter wirklich zubereiten. Wenn das alles soweit vorbereitet ist oder zubereitet ist, geht ein Teil sofort wieder morgens dann raus ins Revier zu den Tieren. Nachmittags haben wir allerdings auch noch eine Phase, wo wir das Futter für den nächsten Tag schon mal vorbereiten. Und das Futter wird dann hier in unserem begehbaren Kühlschrank quasi bis zum nächsten Tag dann zwischengelagert. Wir bekommen einmal in der Woche vom Großhändler eine Gemüse- und Obstlieferung. Da ist immer Dienstag der Anlieferungstag. Das ist im Prinzip die Ware, die man auch direkt im Geschäft kaufen kann. Also wir kaufen nichts mehr oder wir holen auch nicht mehr etwas angeditschte Produkte irgendwo aus Geschäften raus und sortieren das hier und haben dann hinterher die Kosten für irgendwelche Entsorgungen und am Ende halb gute Lebensmittel, sondern wir kaufen halt direkt wirklich das, was wir als normaler Kunde auch bei Rewe, Edeka, sonst wo kaufen würden. Das lassen wir uns einmal in der Woche liefern. Ja, da oben haben wir noch ein paar Kräuter, Brombeeren für unsere Stabheuschrecken. Ja. Dann haben wir hier hinten, hinter der Futterküche, nochmal so ein Lager, ein Trockenlagerraum. Wir haben einmal
Sackware, also das, was wir uns anliefern lassen, wird hier zwischengelagert. Wir haben Flamingo-Pellets, dann für unsere Futterautomaten, für die Ziegen haben wir diese Automaten-Pellets. Ich könnte jetzt alles aufzählen, es geht, aber geht, glaube ich, zu weit. Alles, was wir dann direkt am Tag für die Futterportion und für die Futterzubereitung brauchen, haben wir dann hier in so Kunststoffkisten. Hat den Vorteil, dass wir sofort sehen, ob irgendein Schädlingsbefall vorliegt. Also ab und zu so im Sommer, da gibt es ja diese Kornkäfer, die dann gerne mal im Getreide irgendwie rumrennen und uns dann das Futter verderben. Diese durchsichtigen Kisten haben halt wirklich den Vorteil, dass wir direkt sehen können, ist da jetzt was im Busch oder nicht. Ja, genau. Können dann mit dem Schüppchen halt unsere Futtermittelchen entnehmen und das dann auf die Futterschalen aufteilen. Vielen Dank fürs Anschauen und vergesst auch nicht in unsere Tierpark und Fossilien Bochum Playlist zu schauen.